bisher geschah. Die Geschichte von Winden ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Es ist die Geschichte der 4 Familien Kahnwald, Nielsen, Doppler und Tiedemann und ihre Geheimnisse. Alles beginnt am 21. Juni 2019 mit dem Suizid von Michael Kahnwald. Im Herbst verschwindet der Schüler Erik Obendorf spurlos. Wenig später kehrt Jonas Kahnwald aus der Psychiatrie zurück, nachdem ihn der Suizid seines Vaters schwer traumatisiert hat. Beim nächtlichen Ausflug von Jonas und seinen Freunden verschwindet der kleine Mikkel Nielsen spurlos im Wald. Mikkel? Mikkel! Sein Vater, der Polizist Ulrich Nielsen, vermutet, dass das Verschwinden Erik Obendorfs und das seines Sohnes Mikkel mit dem seines Bruders Mats im Jahre 1986 zusammenhängt. Derweil mehren sich in Winden seltsame Ereignisse. Doch der kleine Mikkel ist nicht gestorben. Er ist durch die Zeit gereist. Ja, Winden war auch im Jahre 1986 schon ein Ort der besonderen Begegnungen und der besonderen Entdeckungen. Sollte etwa alles miteinander verbunden sein? Im Jahr 2019 findet Jonas Kahnwald eine Karte der düsteren Windener Höhlen. Doch noch düsterer ist der nächste Besucher der Stadt. Und nicht jeder Bewohner Windens heißt ihn willkommen. Scheinbar ist dies nicht sein erster Besuch in Winden. Ich bin Noah. Ein Fremder verrät Jonas Kahnwald, dass sein Vater ins Jahr 1986 reiste, dort aufwuchs und schließlich mit Hannah Jonas zeugte. Der verschwundene Mikkel ist Michael Kahnwald, Jonas Vater. 2019 bestätigt sich Ulrich Nielsens Theorie. Der tote Junge, der bei der Suche nach Mikkel gefunden wurde, ist niemand anderes als sein 1986 verschwundener Bruder Mats. Derweil macht sich ein weiterer Windener auf zu einer Reise durch die Zeit. Das Rätsel bleibt jedoch. Was passierte mit den vermissten Jungen? Manch einen überfordert ihr rätselhaftes Verschwinden. Doch der aufmerksame Zuschauer weiß bereits. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Das Wann war auch in der Vergangenheit ein großes Thema in Winden. Ich hab nicht verstanden! Doch können wir die Vergangenheit ändern, um uns vor der Gegenwart zu schützen? Fragen wir den Uhrmacher H.G. Tannhaus. Der Apparat kann die Reise durch Raum und Zeit ermöglichen. Jonas zumindest ist sich sicher, dass die Zukunft stärker ist als die Liebe. Ist jetzt falsch, ja? Windens mysteriöser Besucher und sein Helfer hingegen schienen sich 1986 über vieles nicht ganz einig zu sein. Das ist unsere Arche. Doch ihr Ziel haben sie nicht aus den Augen verloren. Für Jonas war es in der Zeit, Wer sind Sie? ein neues Gesicht von sich kennenzulernen. Ich bin du. Dank dieser Begegnung bekommt er einen völlig neuen Zugang zu seiner Zeit. Als Zeitreisender erfährt Jonas im Jahre 2053 vom Schicksal, das Winden bevorsteht. Ein Teil der Überlebenden hat in der Elisabeth der Zukunft eine starke Anführerin gefunden. Du kennst die Regeln. Diese wird um ein Haar zu Jonas letzter Richterin. Doch er ist in der Lage zu entkommen, mit dem Plan, seine Zeit zu retten. Jonas! Und er ist nicht der Einzige. Auch Claudia Tiedemann alias der Weiße Teufel reist in der Zeit zurück,
um ihr jüngeres Ich zu warnen vor denjenigen, die das Reisen durch die Zeit für ihre Zwecke nutzen wollen. Du musst Adam stoppen. Zudem begibt sich in Winden der Gegenwart eine Sonderkommission auf die Suche nach Antworten. Haben Sie? Ja. Doch stößt man immer wieder auf die Zeichen der Vergangenheit. Vor den Augen von Egon beginnen sich jedoch in den 80er Jahren die Ereignisse langsam zu einem Bild zusammenzufügen. Der vermisste Helge Doppler kehrt im Jahre 1954 zurück nach Winden. Doch nur einem scheint er zu vertrauen. 1987 bringt Claudia Tiedemann dem Uhrmacher Tannhaus ein Geschenk aus der Zukunft mit. Doch sie muss sich ihrem Schicksal beugen. Du wirst sterben. Unterdessen findet sich der zeitreisende Jonas in einer Zeit gefangen, in der das Portal noch nicht existiert. Hier lernt er seinen größten Feind kennen, ohne es zu ahnen. Mich. 2020 entdeckt eine neue Gruppe von Zeitreisenden etwas Besonderes und macht sich auf den Weg, um Klarheit über die Windener Geheimnisse zu gewinnen. In der Vergangenheit erfährt Jonas, dass Zeit nicht alle Wunden heilt. Das Reisen geht nicht spurlos an einem vorbei. Dass das Ende unausweichlich ist und noch etwas viel Wichtigeres. Das kann nicht sein. 1987 bricht Ulrich aus der Verwahrung aus, um nach seinem Sohn Mikkel zu suchen. Und im Jahr 2020 erfährt Charlotte endlich die Identität ihres Vaters. Wer ist meine Mutter? Weit in der Vergangenheit lehre ich mein jüngeres Ich die Geheimnisse des Zeitreisens. Als Beweis sende ich Jonas zurück in die Zukunft, an den Tag, bevor sein Vater stirbt. Er will nicht nur seinen Vater vom Suizid abhalten, sondern auch seiner Liebsten sein Herz öffnen. Doch der weiße Teufel Claudia Tiedemann überzeugte ihn, dass man den Dingen ihren Lauf lassen sollte. Wir alle müssen Opfer bringen. Und so nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Im Jahr 1954 findet Egon die Leiche von Claudia. Schuss in die Brust. Und Ulrich bekommt in seinem neuen Zuhause Besuch von Hannah aus der Zukunft. Für Martha ist im Jahr 2020 endlich der Moment gekommen, herauszufinden, wer der Fremde wirklich ist. Die 1987er Version von Egon stirbt in einem Streit mit seiner Tochter Claudia. Nun scheint der Weg frei zu sein für die Apokalypse. Wohin gehen wir? Oder doch nicht? In die Zukunft. Ein junger, ehrgeiziger Jonas und eine erwachsene Claudia reisen an den Tag des Schicksals mit dem Vorhaben, Zukunft und Vergangenheit miteinander zu verknüpfen. Claudia kann ihre Tochter mit in den Bunker retten und Jonas will seine große Liebe vor dem Weltuntergang bewahren. Doch dazu kommen wir gleich. Im Aufbegehren gegen sein Schicksal findet Noah den Tod durch die Hand seiner eigenen Schwester. Und auch den jungen zeitreisenden Jonas erwartet größter Schmerz. Die Polizei durchsucht das Atomkraftwerk zu Winden, doch beißt sie auf Granit. Scheinbar, denn in den Jahren 2053 und 1921 ist bereits die Maschine in Gang gesetzt worden, welche zusammen mit der Öffnung des Höhlenportals die dunkle Materie aus dem Kraftwerk zum Leben erweckt. So erfährt Charlotte, dass sie die Tochter ihrer eigenen Tochter ist. Und das ist das Ende von Winden. Nun wisst ihr alles. Außer, werde ich den Krieg gegen die Zeit gewinnen? Am Ende bekommen wir alle, was wir verdient haben.